Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um das Thema Smart Home. Im vorherigen Video hatte ich euch gezeigt, wie ihr eure alte Waschmaschine smart machen könnt. Daraufhin wurde ich öfters angeschrieben und gefragt, ob ich nicht das Skript zur Verfügung stellen könnte, in dem der Stromverbrauch der Waschmaschine getrackt wird. Und ja, das möchte ich heute tun. Ich möchte euch zeigen, wie das Skript aufgebaut ist, wie es funktioniert. Ich möchte es euch nicht einfach nur hinwerfen, geben und ihr füllt das Ding aus und ja, versteht nicht, wie es funktioniert. Deswegen habe ich ein bisschen was vorbereitet und möchte euch zeigen, wie das Skript aufgebaut ist, wie es funktioniert und wie ihr das für euch verwenden könnt. Und nicht nur für die Waschmaschine, sondern auch für alles andere, was ihr berechnen wollt an Preisen. Bei mir in der Visualisierung sah das Ganze ja so aus, dass ich hier oben einfach nur den aktuellen Stromverbrauch habe, hier was ich heute verbraucht habe und so weiter und so fort. Und an diesem Teil hier waren einige User interessiert und an die ist auch dieses Video gerichtet. Den möchte ich zeigen, wie das Ganze umgesetzt wird. Natürlich dürfen alle anderen auch weiterschauen, ihr müsst also nicht abschalten. Damit ihr das Ganze umsetzt, braucht ihr mehrere Variablen. Das sind zum einen einmal die Jahres-, Monats- und Wochenvariablen für zum Beispiel die Waschmaschine. Dann braucht ihr nochmal einen Jahres-, Monats- und einen Wochenzähler. Und als letztes nochmal, um den Preis zu berechnen, einmal einen Preis für das Jahr, für den Monat und für die Woche. Das Ganze erstellt ihr wie gewohnt hier über dieses Plus. Das heißt, ihr klickt hier oben auf euren JavaScript-Ordner, klickt auf das Plus, vergebt irgendeinen Namen, ja, sagen wir mal so, hier als Datenpunkt und hier Logikwert. Dann klickt ihr auf Hinzufügen, bei dem Fenster hier auf Schließen. Dann geht ihr hier wieder auf den weißen Ordner, den wir gerade erstellt haben, beziehungsweise auf das weiße Blatt. Klickt hier nochmal auf das Plus, sagt hier jetzt zum Beispiel Jahresvariable und stellt hier dann nicht Logikwert ein, sondern hier Zahl. Bestätigt das Ganze mit Hinzufügen. Und hier müsst ihr dann darauf achten, das kannst du erstmal weg, hier müsst ihr darauf achten, dass dieser Maximalwert groß genug ist. Das heißt, wenn euer Stromzähler, was weiß ich was, 100.000 gerade als Wert gespeichert hat, dann solltet ihr hier auch eintragen, dass die größte Zahl 100.000 plus ist. Das heißt, zum Beispiel könnt ihr das so machen, dass ihr hier einfach sagt 999.999. Das heißt, die größtmögliche Zahl in eurem Skript ist halt das hier. Genauso gut könnt ihr hier noch, was weiß ich was, wie viele hinzufügen. Das funktioniert auch. Es sollte nur nicht zu wenig sein, ansonsten funktioniert das Skript nicht, beziehungsweise der Wert kann nicht berechnet werden, weil die Zahl dann ja, begrenzt ist. Wenn ihr das gemacht habt, dann klickt ihr auf Speichern, dann ist aus eurem weißen Blatt ein Ordner geworden und ihr habt die Variable hier erstellt. So, da ich das Ganze ja schon vorbereitet habe, brauche ich das nicht, also kann ich das wieder löschen. Wie gesagt, im Endeffekt muss es so aussehen. Ihr erstellt euch einen Ordner, könnt ihr natürlich benennen, wie ihr wollt. Und erstellt dann diese Variablen, je nachdem, ob ihr nur eine Wochen-, eine Monats- oder eine Jahresvariable erstellt ihr nur die. Wenn ihr halt, so wie ich, eine Wochen-, Monats- und Jahrestabelle habt, dann müsst ihr diese ganzen Datenpunkte erzeugen. Hier zum Beispiel dieser Datenpunkt, hier ist eingetragen, wie viel der Strom zurzeit kostet, also wie viel eine Kilowattstunde Strom kostet. Wenn ihr das hier eintragt, also hier eine Variable erstellt, indem ihr den Strompreis eintragt, müsst ihr dann im Skript nicht jedes Mal den Preis eintragen, sondern könnt immer die gleiche Variable verwenden. Weiterer Vorteil ist, wenn sich der Strompreis ändert, dann müsst ihr den Wert nur einmal ändern und das Skript bleibt ja, unberührt von dem Ganzen.
Wie das Ganze funktioniert, möchte ich euch zuerst mal anhand dieser Excel-Tabelle erklären. Das hier ist der Datenpunkt eines Sonoff-Gerätes, der heißt normalerweise Energy Total. Dort wird abgespeichert bzw. angezeigt, wie viel Strom über das Sonoff-Gerät schon verbraucht wurde. Hier in unserem Fall sind es jetzt zum Beispiel 10 Kilowatt. Das hier ist die Wochenvariable, die wir bevor im IO-Broker erstellt haben, genauso wie diesen Wochenzähler. Den hatten wir auch im IO-Broker erstellt. Und die Formel ist folgendermaßen aufgebaut. Wir haben einmal den Verbrauch, den das Sonoff-Gerät aufgezeichnet hat, minus dem aktuellen Wochenverbrauch. Der ist ja jetzt zurzeit noch bei 0, ergibt einen Gesamtverbrauch von 10 Kilowatt. Das Ganze müssen wir noch runden. Das passiert hier. Gerundet ergibt 10 Kilowatt natürlich 10 Kilowatt. Und diesen Wert tragen wir dann in den Wochenzähler ein. Das heißt, hier sieht man das. Dieser Wert hier wird befüllt von dieser Zahl hier. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier eintragen 10,123456, dann sieht man, wie das Ganze hier gerundet wird. Das heißt, wir haben jetzt 6 Nachkommastellen und das Ganze wird mit Hilfe dieser Formel auf 3 Nachkommastellen abgerundet. Falls wir zum Beispiel weniger Nachkommastellen haben wollen, müssen wir hier die 1000 auf 100 ändern. Und dann wird aus den 3 Nachkommastellen 2 Nachkommastellen. Das gleiche nochmal mit der 10. Dann haben wir nur noch eine Nachkommastelle. Im Skript passiert dann Folgendes: Diese Werte werden dann weiterverwendet. Das heißt, in KW1 wird diese Wochenvariable hier ist ja noch 0, aber in KW2 muss die Wochenvariable ja eine andere Zahl sein und diese Wochenvariable wird in KW1 um 0 Uhr und 2 Minuten erstellt. Das heißt, das Skript nimmt einfach den Wert, der bei Energie Total drin steht, und schreibt ihn in die Wochenvariable. Das gleiche passiert dann in KW2. In KW2 um 0 Uhr 2 wird der Wert genommen und wird in die Wochenvariable reingeschrieben, der dann für KW3 verwendet wird. Der Wochenzähler wird so berechnet, also dieser Wochenzähler wird ja so berechnet, wir haben hier den Energieverbrauch total minus der Wochenvariable aus der letzten Woche und das ergibt dann diese 14,86. Das hier wird um 0 Uhr berechnet, das hier wird um 0 Uhr 2 berechnet, also etwas später, damit die ganzen Formeln durchlaufen können und berechnet werden können. Das hier muss immer hinter diesem Wert berechnet werden, beziehungsweise sagen wir mal so, die Wochenvariable kann erst berechnet werden, wenn der Wochenzähler berechnet wurde oder sollte erst dann berechnet werden. Falls das jetzt alles etwas zu schnell gehen sollte oder ich mich nicht verständlich ausgedrückt haben sollte, ich werde diese Excel-Tabelle auch nochmal unter dem Video verlinken. Dann könnt ihr euch das Ganze nochmal in Ruhe ansehen und um das Ganze dann nachzuvollziehen. Ich ändere das hier nochmal auf 10 Kilowatt. Dann sieht man das auch schön hier. Wir haben einen Energieverbrauch von 10 kW. Und somit ist der Wochenzähler hier auch 10. In der nächsten Woche ist der Gesamtenergieverbrauch auf 25 Kilowatt gestiegen, das heißt in KW2. Am Sonntag haben wir insgesamt 25 Kilowatt verbraucht, minus dem Verbrauch, den wir ja schon drauf hatten auf der Uhr. Das sind ja diese 10 Kilowatt, die wir hier reingeschoben haben. Gibt das einen Wochenverbrauch von 15 Kilowatt. Dann in der dritten KW haben wir insgesamt 30 Kilowatt auf unserer Uhr stehen.
und in der letzten Woche waren es ja 25 Kilowatt. Das heißt, wir haben eine Differenz von 5 kW. Somit ist der Wochenzähler bzw. der Verbrauch für die KW Nummer 3 5 kW. So, das soll es jetzt mit dem mathematischen Teil gewesen sein. Wir gehen jetzt mal über zum Blockly und dann zeige ich euch, wie das Ganze im Blockly aussieht. So, das Ganze sieht im Blockly folgendermaßen aus. Ich mache das hier mal etwas größer, damit man das Ganze besser sieht. Hier wird jetzt der Wochenzähler berechnet bzw. beschrieben. Das heißt, jeden Montag um 0 Uhr wird dieses Skript ausgeführt. Das heißt, um 0 Uhr wird dieser Wochenzähler beschrieben. Den Wochenzähler hatten wir ja bevor erstellt. Und beschrieben wird er folgendermaßen. Er berechnet bzw. holt sich den Wert, hier bei mir in dem Fall ist es ein Sonoff-Gerät, holt sich den Wert, der dort drin steht, das heißt hier 341 Kilowatt. Den nimmt er und subtrahiert ihn mit dem Wert von der Wochenvariablen und rundet das Ganze dann. Wenn das hier berechnet wurde, schreibt er den Wert halt hier rein und wir haben den Wochenzähler. Nachdem er das gemacht hat, wird der Preis berechnet, das heißt um 0 Uhr 1. Hier also wieder auf Montag stellen, Uhrzeit 0 Uhr 1. Wird die Variable Preis Woche Waschmaschine berechnet. Das Ganze funktioniert so, er nimmt den Wochenzähler, den Wert aus dem Wochenzähler, den wir hier oben berechnet haben, und multipliziert ihn mit dem Preis, was eine Kilowattstunde kostet. Das heißt, ihr könnt hier entweder eine Variable euch anlegen, indem ihr den Preis eintragt, den eine Kilowattstunde kostet, oder ihr sagt hier, eine Kilowattstunde kostet 0, bzw. 0,55 Cent und dann berechnet er das Ganze mit diesem Wert. Das Problem ist, wenn ihr mehrere Sachen berechnet, das heißt mehrere Preise für den Stromverbrauch berechnet und sich dieser Wert hier ändert, sagen wir mal auf 30 Cent, dann müsstet ihr überall 0,3 eintragen und müsstet das überall in eurem Skript abändern. Wenn ihr jetzt 10 mal, 20 mal diesen Wert benutzt, müsst ihr den 10 oder 20 Mal ändern. Das macht aber keinen Sinn, deswegen mache ich es lieber so, dass ich dafür eine Variable anlege und dann muss ich das Ganze nur einmal ändern und alles andere bleibt. So, hier wird also, wie gesagt, der Preis für die Woche berechnet und hier unten wird dann die Wochenvariable beschrieben. Die Wochenvariable ist ja im Endeffekt nichts anderes wie der Zählerstand, der aktuell hier eingetragen wird. Das heißt, jeden Montag um 0 Uhr und 2 Minuten wird dieses Skript hier oder dieser Part hier ausgefüllt. Das heißt, diese Variable wird einfach mit dem aktuellen Wert aus dem Sonoff-Gerät beschrieben. So, das heißt, dieser Part hier, den man jetzt hier sieht, ist für den Wochenverbrauch zuständig. Das Ganze muss jetzt natürlich auch noch für den Monats- und den Jahresverbrauch gemacht werden. Das heißt, ihr müsst das hier auf Monatszähler ändern, das hier auf Preis Monat und das hier auf Monatsvariable. Das gleiche müsst ihr mit diesem Datenpunkt hier machen. Hier muss dann natürlich drin stehen Monatszähler und hier muss dann drin stehen Monatsvariable. Das Ganze sieht dann im Endeffekt so aus. Das hier ist jetzt nur für die Waschmaschine. Ein bisschen kleiner, so. Das heißt, diese ersten 3 sind für die Wochenberechnung. Hier kommt dann die Monatsberechnung
und hier unten dann die Jahresberechnung. Ihr müsst halt hier überall das Ganze hier abändern. Ihr müsst halt vorsichtig sein, weil wenn ihr hier einen kleinen Fehler habt, dann stimmt halt die ganze Tabelle nicht mehr und ihr bringt euch alles durcheinander. Das heißt, bevor ihr hier den Play-Button drückt und das Skript startet, geht alles nochmal durch und guckt, dass bei Monatszähler überall Monat drin steht und bei Jahreszähler überall Jahr drin steht. Also Jahreszähler, Jahresvariable, Preisjahr, Jahreszähler und hier wieder Jahresvariable. Wenn ihr das Ganze gemacht habt und es kontrolliert habt, könnt ihr das Skript starten. In der ersten Woche werden die Werte hier nicht stimmen, weil das Sonoff-Gerät oder euer Stromzähler hat ja schon einen bestimmten Wert hier drin stehen, wenn er nicht gerade neu ist, und dann würde er zum Beispiel hier in meinem Fall würden jetzt 341 Kilowatt drin stehen, und wenn diese Variable hier noch nicht beschrieben wurde, weil es das erste Mal ist, würde hier ja 0 drin stehen, und dann würde mir das Skript sagen, dass ich in der ersten Woche 341 Kilowatt verbraucht habe, was ja nicht stimmt, aber geht halt nicht anders, weil dieser Wert ja hier noch 0 ist. Was ihr machen könnt, wenn ihr das zum Beispiel jetzt aufbaut und ihr habt hier 341 Kilowatt, dann könnt ihr hier zum Beispiel auch 341 Kilowatt eintragen. Dann wird das Ganze eine Woche später ausgeführt, beziehungsweise das erste Mal dann ausgeführt. Und dann hat er ja hier schon 341 Kilowatt. In der Woche wurden, sagen wir mal, 5 Kilowatt verbraucht. Das heißt, auf dieser Uhr steht jetzt hier 356 Kilowatt. Oder 46 Kilowatt, dann ist die Differenz ja 5 und dann würde hier drin stehen, dass ihr 5 Kilowatt verbraucht habt. Wie gesagt, bitte nicht wundern, bei dem ersten Durchlauf des Wochenzählers wird hier vielleicht ein falscher Wert drin stehen oder vermutlich ein falscher Wert drin stehen. Das gleiche wird auch mit dem Monat so sein. Im ersten Monat wird ein falscher Wert drin stehen, wenn ihr diese Monatsvariable auf 0 stehen habt, und das gleiche auch für die Jahresvariable. Wenn die hier auf 0 steht und ihr in einem Jahr, was weiß ich was, 200 Kilowatt Strom verbraucht mit der Waschmaschine und hier 0 drin steht, dann wird dieser Wert hier halt nicht stimmen. Ihr müsstet im Endeffekt diesen Wert von der Jahresvariable schon mal mit irgendetwas befüllen, was Sinn ergibt, oder halt mit 0 belassen, und ja, im ersten Jahr ist es halt falsch. Der erste Wert für die Waschmaschine kann sowieso nicht stimmen, was den Jahresverbrauch angeht, weil ihr fangt ja mit dem Skript nicht am 1. Januar um 0 Uhr an, sondern zum Beispiel jetzt im Juli. Und wenn ihr im Juli anfangt, könnt ihr ja nicht wissen, was ihr die ersten 7 Monate verbraucht habt. Deswegen wird der erste Wert halt nicht hundertprozentig stimmen, aber die Werte darauf werden dann stimmen. Wenn ihr dieses Skript erstellt habt, dann könnt ihr zum Beispiel diese Monatsverbräuche auch noch tracken mit History oder mit Float. Dafür müsst ihr halt hier auf diesen Schraubenschlüssel gehen und das Ganze aktivieren. Bei mir sieht es zurzeit so aus, wenn ich hier auf Tabelle klicke, werden mir hier die letzten 3 Werte angezeigt. Ich habe am 1.7. damit angefangen, das Ganze zu tracken, weil ich dort meinen IO-Broker neu aufgesetzt habe. Deswegen habe ich hier auch nur diese ersten 3 Werte. Das heißt, in der ersten Woche habe ich 8 Kilowatt verbraucht, in der zweiten Woche habe ich 5 Kilowatt verbraucht und in der dritten Woche 7 Kilowatt. Das Ganze könnt ihr euch dann auch noch per Grafik anzeigen lassen. Das heißt, hier jetzt zuerst mal etwas raus scrollen und dann sieht man hier den ersten Wert, den zweiten Wert und den dritten Wert, beziehungsweise erste Woche, zweite Woche und dritte Woche. So Leute, ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich rübergebracht.
Wie gesagt, die Excel-Tabelle findet ihr nochmal unter dem Video, dann könnt ihr euch das Ganze nochmal genau anschauen, um das Ganze nachzuverfolgen. Ansonsten hoffe ich, ich habe euch mit dem Video weiterhelfen können und das Video hat euch vor allem auch noch gefallen. Falls dem so ist, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch hinterlassen würdet und am besten auch gleich noch ein Abo. Dann verpasst ihr nicht die folgenden Videos zu dem Thema Smart Home. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, macht's gut und bis zum nächsten Mal.